gibt Eis. Das Eis geht auf den Verlag. Heine. Danke, Heine. Wo ist Heine? Danke, Heine! Zweitens, für einige von euch noch wichtiger, und ich kenne euren Namen, es gibt bis zu 350. Das ist Verhandler hart. Was? 350. Bis zu 350 Euro gibt es Freibier. Das ist auch frei Wein und frei Getränk. Also was ihr hier bestellt, bis sie sagt Schluss, es geht auf uns, geht auf Heine sogar. Heine. Die tollen Leute von... Was? Nur das Essen geht extra. Die tollen Leute von Nummer 3 machen sehr gute Suppen. Sie machen sehr gute, nicht Gulasch, sondern Beef Bouillon. Beef Bouillon. Bœuf Bouillon. Wir sind hier in Deutschland. Und andere Snacks, also Würstchen und so weiter, wenn ihr Hunger habt, das geht aber auf eure Kasse. Und was noch? Wir werden den letzten Teil werden wir live auf Facebook streamen. Also es wird ein kleines Gefummel geben. Wer nicht auf Facebook erscheinen möchte, muss dann so machen. Könnt ihr uns da draußen gut hören? Das nächste ist, wir fangen immer unter Lesungen mit einem Geschenk an euch. Und das geht auf unsere Tasche, auf unsere Kasse. Eis. Er ist Eis, er mag Eis. Und das ist, wo ist die Flasche? Diese Flasche, normalerweise geben wir ein Bourbon Whisky aus. Ein Bourbon Whisky ist aus Mais, nicht aus Weizen, und es hat eine etwas einfachere und gelagertes Geschmack. Wir geben das aus. Nicht nur, aber auch deswegen, weil Frauen das mögen. Es ist ein bisschen wie Cognac. Es ist nicht so ein scharfes Scotch Whisky. Das hier ist aber so ein torfiger, ja, also die meisten Frauen mögen das nicht. Ja. Und der Bourbon ist ja perfekt für sowas. Das hier ist ein Scotch, ein Single Malt. Es ist ein verdammt guter Whisky. Das ist wirklich, das gehört zu den besten. Highland Park, die Flasche kenne ich nicht, aber Highland Park ist eine der besten Destillerien. Es ist nicht torfig, es ist nicht sehr hart. Es ist eher, also meine Erfahrung mit Highland Park ist eher fruchtig, hat viele verschiedene Geschmacksrichtungen, ist das Erlebnis, und das wollen wir euch ausgeben, aus Dankbarkeit, dass ihr da seid. Damit hat das erste Buch aufgehört. Das zweite Buch fängt an mit, bist du zu lesen? Er taucht schon. Und ich muss euch ein Geständnis machen. Dieses Buch ist so neu. Ich habe nur selber noch nicht reingeschaut. Ich lese noch aus den Fahnen. Und ich hab den Eindruck, dass meine Stimme ein bisschen dumpf klingt. Geht euch das auch so? Kann man das mal umstellen, Angelique? Ein bisschen heller, ein bisschen heller vielleicht, ein bisschen heller. Ist das besser so? Ja? Jetzt immer noch ein bisschen mehr? Noch ein bisschen mehr? Weniger Hall vielleicht? So? Ist es besser so oder? Nee? Aha. Das ist nicht besser. Ist es besser so? Ja? Besser? Zu viel Hall? Zu wenig? Alles Keiner? Gut. Klirrt es auch nicht? Gut, es klirrt. Ja, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. So ist aber ganz gut, oder? Ja? Schön. Dann lese ich jetzt. Danke, Christoph. Bitte nicht bewegen. So geht's. Ich fange an. Emma Caro saß ihrem Vergewaltiger gegenüber und war die Ruhe selbst. Sie konnte ihn riechen, obwohl gute 3 Meter zwischen ihnen lagen.
den Klang seiner Stimme hören, obwohl er schwieg. Sie mied seinen Blick, aber sie wusste, er schaute sie an. Dennoch war sie ruhig. Ihre Hände zitterten nicht. Sie konnte frei atmen. Die 1-2 Tropfen Schweiß auf der Stirn, die waren den Scheinwerfern geschuldet. Sie wunderte sich über sich selbst. Wie konnte sie so gelassen sein? Weil sie gut vorbereitet war? Sie wusste, was sie zu sagen hatte. Sie hatte es geprobt, hatte es aufgeschrieben und ausgesprochen. Immer wieder. Vor dem Spiegel, im Auto, auf dem Weg hierher, in der Garderobe. Es hatte ihr nur noch nie jemand dabei gegenüber gesessen. Emma Caro saß unter einer Glaskuppel, die so aussehen sollte wie die den Reichstag krönte, nur kleiner. Um sie herum wuchs ein zylindrisches Stahlgerüst in die Höhe. Der Gasometer in Schöneberg, Abschnitt 42. In dieses Ding hatten die TV-Macher die Kuppelkulisse gesetzt, die sie umfing. 5 Gäste saßen neben Emma auf der roten Bühne. Hinter ihnen Bühnendeko, vor ihnen Kameras und Zuschauer, aufgereiht auf einer Tribüne. Sie erkannte keine Gesichter, die Lampen blendeten sie. Ihre Schwester war nicht darunter, das wusste sie. Sarah saß mit ihrem neuen Liebsten vor dem Fernseher, Emmas Kollegen wahrscheinlich auch. Emma, dezent geschminkt, kreuzte die Beine in den hellen Windlederstiefeln, dazu trug sie schwarze enge Jeans und einen weißen Wollpulli. Die Klamotten hatte Sarah ausgesucht, keine Widerrede. Sie strich sich über die raspelkurzen Haare und wunderte sich über sich selbst. Neben ihr die Moderatorin, Charlotte Langendorn. Breites Lächeln, einfach sympathisch, trotzdem seriös. Vertrauenswürdig. Sie hatte verstanden, was Emma zu sagen hatte, im Großen und Ganzen. Sie hatten sich darüber unterhalten, damals schon, als Emma spontan in der Sendung angerufen hatte, zu der sie nun ins Studio eingeladen war. Um die 10 Wochen war das jetzt her. Jung, die Langendorn, aber schon ein alter Hase. Es war gut, sie an der Seite zu wissen. Dann die Pastorin, Feldwiese oder so. Über sie stand immer mal wieder was in der Zeitung. Frau mit großem Herzen, Pragmatikerin, in der Friedensbewegung aktiv. Der Strafrichter Hoppe, sie kannten sich. Und der Promi natürlich, André irgendwas. Hatte in irgendeiner TV-Show irgendein Lied über Frieden zwischen Mann und Frau gesungen. Frieden und Liebe oder so, das macht ihn zum Experten für Vergewaltigung. Und Uwe Marquardt. Ohne Mauer, ohne Gitter, ohne Handschellen. Frei saß er da, wie ein ganz normaler Mensch. Ein Mensch, der lediglich die seltsame Angewohnheit hatte, Frauen wie sie 3 Tage lang ans Bett zu fesseln und zu vergewaltigen. Aber es war kein Problem, überhaupt kein Problem. Denn sie hatte ihn überwunden oder war auf dem besten Weg dazu. Sie war stärker, sie war vorbereitet. Sie wusste, was sie zu tun hatte. Sie waren in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit hatte einer wie er keine Gewalt über sie. Nur im Dunkeln, nur mit Messer und Seil. Nur damals, bevor sie Polizistin wurde, bevor sie eine Waffe hatte, bevor sie verstand, dass es Menschen wie ihn gibt auf dieser Welt, bevor sie begann, Menschen wie ihn zu studieren. So einer wie er, ein Feigling wie er, würde ihr vor den Augen anderer nichts antun. Uwes Gesicht, ganz nah. Dieser inwärts gerichtete Blick, der Atem, der immer so laut war, die Härchen in seinen Nüstern, die glänzenden Stoppeln an seinem Hals, wohl noch schnell beim Friseur gewesen, seine vollen, drahtigen Haare bestimmt geföhnt, seine Schläfen, der dünnste Part des menschlichen Schädels, da sollte man nicht mit dem Absatz gegentreten. Seine ungewöhnlich hellen, wässrigen Augen, seine breiten Schultern unter dem karierten Hemd, seine Selbstzufriedenheit, sein Schwiegersohn-Grinsen, dieses penetrante Grinsen. Wieso grinste er? Wusste er nicht, was jetzt kam? Hatte er keine Angst davor, was sie jetzt sagen würde? Die Langendorn redete, ans Publikum gewandt. Irgendwas lief vom Band, auf dem großen Monitor hinter ihnen, ein Einspieler. Jemand erzählte von einer Vergewaltigung. Eine junge Studentin, 19, in Frankfurt am Main, will von einer Party aus einem Vorort nach Hause. Es ist spät, die nächste S-Bahn fährt erst in 2 Stunden, da nimmt jemand sie im Auto mit. Sie kennt ihn, ein Kommilitone. Doch er fährt sie nicht nach Hause. Er fährt in den Wald. Zum Ferienhaus seiner Eltern. Das muss sie sich ansehen. Und außerdem braucht er dringend einen Kaffee. Irgendwas, sagt ihr, hier stimmt was nicht. Aber es ist ihr peinlich, ihn zu konfrontieren. Er war ja so nett und hat sie mitgenommen. Man beschuldigt nicht irgendwen einfach nur so. Dann plötzlich ist da dieses Jagdmesser in seiner Hand. Plötzlich ist die Klinge an ihrem Hals. Über 3 Tage hält er sie in der Hütte fest. Vergewaltigt sie immer wieder, richtet sich mit ihr ein, als ob sie ein Paar sind, ein ganz besonderes Paar, dessen eine Hälfte winselnd und bettelnd ans blutgetränkte Bett gefesselt bleibt
bis der Vater des jungen Mannes unerwartet auftaucht und einen Krankenwagen ruft. Emma hörte nur mit halbem Ohr zu. Sie war sich kaum bewusst, dass der Einspieler ihre Geschichte erzählte. Der Vergewaltiger heißt Uwe Marquardt. 7 Jahre hat er in Haft verbracht. Jetzt ist er frei. Und, wie er sagt, geläutert. Ein Mann, der gelernt hat, Frauen zu respektieren. Sie nicht als Beute, als Besitz, als Spielzeug zu betrachten, sondern als Menschen. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, Läuterung, die lange Reise zu mir selbst. Das Buch verkauft sich gut, er hält Lesungen, er gibt Interviews, wird von Stiftungen, Bildungseinrichtungen, Tagungen als Gastredner eingeladen. In dem Buch versichert er, dass er nur noch einen Wunsch habe, für den er alles tun würde, dass sein Opfer ihm verzeiht. Und heute sitzen sie sich zum ersten Mal öffentlich gegenüber, Täter und Opfer. Dieselbe Emma, die sich noch vor wenigen Wochen nicht vorstellen konnte, dass irgendwer von ihrer Geschichte erfuhr, die dann hinnehmen musste, dass er sich vor aller Welt in seinem Buch ausbreitete, die sich rechtlichen Beistand geholt hat, die bereit war, vor Gericht zu gehen, um die Hinweise auf sie im Text schwärzen zu lassen. Dieselbe Emma hat sich nun zur öffentlichen Person gemacht und damit auf all dies verzichtet. Es würde keine Schwärzungen geben. Sie würde das Buch nicht mehr anfechten, weil sie etwas Wichtiges zu sagen hatte. Etwas, das wichtiger war als der Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte. Dann war der Einspieler vorbei und Langdorn wandte sich an sie, sagte etwas. Eine Frage, vermutlich die gleiche wie in dem Einspieler. Können Sie diesem Mann je verzeihen? Ganz genau hatte Emma sie nicht verstanden, weil sie nicht darauf achtete. Die Frage war auch egal. Sie wusste, was sie zu sagen hatte. Als sie sicher war, dass die Kamera auf sie gerichtet war, sprach sie. Uwe Marquardt ist nicht geläutert. Er wird erneut vergewaltigen. Er kann nicht anders. Aber woher, versuchte es die Moderatorin. Ich bin vom Fach. Ich bin Fallanalystin, sagte Emma. Mein Spezialgebiet sind Serientäter. Ich analysiere Psychopathen und Soziopathen. Und Uwe Marquardt ist einer von ihnen. Er hat die Vergewaltigung nicht aus Neugier probiert. Sie ist ihm nicht aus Versehen passiert. Er hat es getan, weil er Gewalt ausüben will. Und er wird es wieder tun. In ihm steckt ein Serientäter. Schlimmstenfalls ein Serienmörder. Woher können Sie das wissen? Das ist die Entwicklung, die wir bei seinesgleichen immer wieder beobachten. Er steckt in ihm und wird immer in ihm stecken. Er will noch immer vergewaltigen, kontrollieren, quälen und erniedrigen. Er braucht das, die Macht über ein schwächeres Wesen. Das ist die einzige Emotion, die stark genug für ihn ist, um sie zu spüren. Dagegen gibt es keine Therapie. Die Heilung von Psychopathen ist ein Mythos. Der Moderatorin hatte es tatsächlich kurz die Sprache verschlagen. Aber in der Pastorin regte sich Widerstand. Das sah man ihr an. Emma fuhr fort. Sicher, wir wollen alle daran glauben, dass ein Straftäter wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden kann. Und bei vielen klappt das auch. Doch Psychopathen sind ab einem bestimmten Punkt nicht mehr resozialisierbar. Herrn Marquardts Buch, seine Reue, seine Beteuerung, das ist Show, Spiel, Spaß. Er manipuliert die Öffentlichkeit, damit er ungestört weiter vergewaltigen kann. Ich bin heute Abend nur aus einem Grund hier, Sie zu warnen. Glauben Sie ihm nicht. Egal, was er sagt, egal, wie sinnvoll und aufrichtig es klingt. Er will und wird es wieder tun. Er bittet nicht um Vergebung, er bittet um Erlaubnis. Emma wandte sich ans Publikum. Und eins sollten Sie wissen, die Frauen unter Ihnen. Männer wie er werden nie aufhören, Frauen zu verfolgen. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, lassen Sie sich nicht einwickeln. Hoffen Sie nicht auf Besserung. Eine Straftat ist eine Straftat. Erstatten Sie Anzeige, wenn Ihnen Gewalt angetan wurde. Jeder wollte etwas entgegnen. Die Moderatorin, die Pastorin, der Richter, Uwe selbst, ihre Stimmen prasselten von allen Seiten auf sie ein. Sie kannte sie alle, jedes Argument, jeden Einwand, jedes Aber. Sie entkräftete sie alle, ruhig, besonnen und beharrlich, auch wenn ihr das Herz bis zum Hals klopfte. Sie war ein Profi, sie war Fallanalystin beim LKA, sie wusste, wovon sie sprach. Sie war Emma Caro und sie hatte keine Angst mehr. Sie hatte ihn überwunden. Sie konnte es selbst kaum glauben. Die Geschichte von Uwe Marquardt erstreckt sich über die 3 Bücher. Es ist aber der Kerngeschichte. Und natürlich aber, es gibt einen Fall in jedem Buch. Und in diesem Buch, vielleicht sollte ich das mit Berlin erklären. Also wir lieben beide Berlin, wir sind in die Stadt verliebt und wir wollten in den Büchern
jeweils ein Merkmal oder ein Aspekt von Berlin hervorbringen, den wir für wichtig halten. Und das, im ersten Buch waren es verlassenen Gebäuden, Ruinen. Berlin ist voll von Ruinen. Man geht 10 Jahre lang an einem Haus vorbei und irgendwann fragt man sich, Moment mal, ich habe noch nie jemanden in oder aus diesem Haus kommen sehen. Und dann klopft man an die Tür und man sieht, das Haus ist leer, seit 10 Jahren, seit 20 Jahren. Es ist einfach eine Ruine, die in der Stadt umsitzt und die sind überall. Die Umgebungen sind vielleicht Skelette auf dem Rasen, die man nicht merkt, bis man richtig drüber stolpert. Ja, man steigt drüber jeden Tag und man bemerkt es nicht mehr, ach, das ist dieses Skelett, das liegt da schon immer. Komisch, oder? Aber das ist Neutöter. Für Blutbuche. Ja, Blutbuche haben wir uns weiter auf... wir haben auf die Lage von Berlin mal geschaut. Und Berlin ist ja, das weiß man, das Tor zum Osten. Also man muss nur mal auf dem Kudamm hin und her laufen, kommt da ein Buch vor, und dann weiß man das, ne? Wenn man ins KDW geht oder so. Ja. Und natürlich, es gibt hier keine Polen, oder? Polen? Weil, wir haben Polen eingenommen, aber... Da! Pass auf den Whisky auf. Es ist nur ein Chat. Es ist wirklich nur ein Chat. Wurde das sagen? Jemand hat das aufgenommen. Oh mein Gott, das kommt in YouTube. Okay. Wir dachten, wir benutzen diese Klischees, um sie zu brechen. Ja. Aber das Schöne ist, wenn man an einer Grenze lebt, ist die Möglichkeiten, das Potenzial für Kriminalität. Weil doppelt so hoch ist es, doppelt so hoch. Und zwar nicht, weil die bösen Polen kommen, sondern weil wer schlau ist, bewegt sich auf beiden Seiten der Grenze und plötzlich, zack, bumm, ist keiner mehr zuständig. Wenn man zum Beispiel ein Verbrechen aus Deutsche in Polen macht und nach Deutschland zurückkommt, wer kann etwas dagegen tun? Wenn man in Polen ein Verbrechen macht mit deutschen Opfern, wer ist zuständig? Die Polen oder die Deutschen? Es geht hin und her. Es stiftet Verwirrung. Eine Möglichkeit ist immer das Potenzial für einen Verbrecher bei der Polizei Verwirrung zu stiften. Und das haben wir hier benutzt. Der Fall fängt so an. In Polen, also abgesehen, Emma weiß gar nichts davon. In Polen erscheinen innerhalb von 3 Wochen 3 Briefe bei der Polizei in Breslau. Und in diesen Briefen gibt es 2 Frauen, die schreiben, dass sie von einem Sadisten festgehalten werden und gequält und vergewaltigt werden, immer wieder in einem Versteck, den sie identifiziert, nämlich in der Nähe von einem bestimmten Wahrzeichen. Das Problem ist... Ein polnischen Wahrzeichen. Und sie schreiben, hier bin ich, an diesem Wahrzeichen, kommt doch und findet mich bitte. Und der Brief geht bei der Polizei ein, aber natürlich finden die niemanden. Und das Problem ist, die Briefe sind auf Deutsch verfasst. Also offensichtlich findet das Verbrechen in Polen statt. Der Täter ist offenbar polnisch. Aber die Opfer sind scheinbar deutsch. Was soll man damit machen? Die Polen erstmal, die können den Brief übersetzen, aber es gibt Feinheiten, sicher in der Sprache, die sie nicht verstehen. Also die schicken die Briefe nach Berlin und die bitten die OFA, die operative Fallanalyse, also die Profiler von Berlin, ein Gutachten zu erstellen. Und zwar vor allem auf der Frage, sind die Briefe echt oder ist es nur ein Scherz?